Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute besuche ich die zweite Enercon E160 Baustelle hier auf meiner Tour. Gestern war ich in Albringhausen mit den E160 EP5 E3. Ja, und heute bin ich in Thomasburg in der Nähe von Lüneburg und hier werden 3 E160 EP5 E2 gebaut. Also quasi die Vorgängervariante ohne E-Gondel, 5,5 Megawatt und 120 Meter MST-Turm. Ja, die erste Anlage ist bereits fertig und das sieht richtig fett aus. Ich habe ganz vergessen, wie krass das aussieht mit den 120 Meter Nabenhöhe. Schon echt gigantisch. Mit diesem riesen Rotor. Ja, ich glaube, die Anlage steht auch noch nicht lange. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gesehen. Vor ein paar Wochen. Da waren die Rotorblätter noch nicht dran. Ja, hier gab es ein kleines Problem. Hier hatte man nämlich die Rotorblätter vertauscht. Also irgendwie wurden die Blätter am Hafen vertauscht und wurden dann falsch hierher geliefert. Das heißt, die alten mussten erstmal wieder abgeholt werden und die neuen hertransportiert werden. Deshalb hat sich alles etwas verzögert. Aber jetzt steht sie zum Glück. Ist auch schon so leicht am Trudeln. Ja, die anderen Anlagen stehen dann hier drüben. Bei der zweiten ist man gerade dabei, die MST-Segmente zusammenzubauen. Ein paar sind schon fertig. Bei den anderen muss man die Platten noch zusammensetzen. Ja, und ich schätze mal, dass die dritte Anlage dann irgendwo hier drüben hinkommt. Das ist auch noch ein Nachbarwindpark mit V80. Ja, ähnlich wie in Albringhausen gestern. Etwas stürmisch heute. Ist auch leider etwas unbeständig. Nicht so schön sonnig wie gestern. Hat auch gerade eben ein bisschen geregnet. Aber naja, solange es nicht in Strömen regnet, passt das schon. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, näher ranzukommen und schaue mir das Schätzchen mal aus der Nähe an. Ja, von hier aus hat man noch ein bisschen besseren Überblick über den Park. Es kommt sogar die Sonne zum Glück noch ein bisschen raus. Ja, hier vorne liegen die beiden Generatoren für die beiden restlichen Anlagen. Steht immer schön drauf, wie sie auf die Gondel draufgesetzt werden müssen. 12 Uhr. Hinten dran dann die Baustelle, wo sie gerade die MST-Sektion zusammensetzen. Ja, und die dritte Anlage steht dann da hinten. Da sind alle MST-Sektionen schon zusammengebaut und die Rotorblätter sind sogar auch schon da. Ich hoffe mal, es sind die richtigen. Also schätze ich mal, dass die Anlage dann als nächstes aufgebaut wird. Hinten dran ist auch nochmal ein Park mit G-Anlagen. 275er. Und da ist nochmal die V80 im benachbarten Park. Ja, werde ich gleich mal vorbeischauen. Gucken, ob ich da noch ein bisschen näher rankomme. Ja, da wird die wahrscheinlich als nächstes aufgebaut und die folgt dann als letztes. Ja, und die dritte Anlage, die fertig ist, die ist jetzt hier hinterm Wald. Da bauen sie gerade den Kran ab. Da fahre ich auf jeden Fall auch gleich mal noch ein bisschen näher hin. So, jetzt stehe ich nochmal auf der anderen Seite in der Nähe der Anlage mit den fertig montierten MST-Sektionen. Insgesamt 9 Stück sind es, glaube ich. Ich habe mal gezählt. Kann nachher bei der fertigen Anlage nochmal zählen. Aber ich glaube, es sind 9. Das unterste mit den grünen Ringen wird schon direkt montiert. Das sieht man jetzt nicht, das ist hinten dran. Und dann kommen nochmal 8 Stück drauf. Boah, und jetzt fängt es an zu regnen. Ja, Rotorblätter sind auch schon da. Ich hoffe, es sind die richtigen. Als ich in der Zeitung gelesen hatte, dass man hier die falschen Rotorblätter geliefert hat, dachte ich, hä, wie kann das denn passieren? Haben die etwa E147 Blätter geliefert oder was?
Aber ich denke mal, dass es hier auch so ist, dass die Blätter halt aufeinander genormt sind. Beziehungsweise halt passend für die Narbe, die hier für den Windpark vorgesehen ist. Und die passen nicht überall. Also hat man wahrscheinlich Blätter von unterschiedlichen Parks vertauscht. Auf dem Hohen Lochen war es auch so bei den E138. Als die Risse festgestellt wurden, mussten alle 3 Blätter ausgetauscht werden. Und jemand hat mir mal erzählt, dass die auch aufeinander genormt sind. Das ist immer ein passendes Triplett. Also man kann nicht ein Blatt austauschen. Wenn eins kaputt ist, müssen alle 3 ausgetauscht werden. Und ich schätze mal, dass das hier auch der Fall war. Ja, andere Komponenten sind jetzt noch nicht da. Narbe und Maschinenhaus kommt dann wahrscheinlich noch. Hier nochmal ein schöner Blick von der anderen Seite. Da die zweite Anlage und hinten dran dann nochmal die fertig errichtete. Oh, das sieht richtig fett aus. Schon echt krass. Die ist jetzt nochmal 40 Meter niedriger. 46 sogar als die Anlagen in Albringhausen gestern. Die hatten 166 Meter Nabenhöhe und die jetzt 120. Schon krass. Ja, aber scheint wohl zu reichen von der Nabenhöhe, dass die Anlagen guten Ertrag haben. Möglicherweise, vielleicht hat es auch Schallgründe, dass man nicht höher gegangen ist auf 140, 166, weil Thomasburg relativ nah ist, aber ja, scheint sich zu rechnen. Echt unbeständig das Wetter heute, echt wie im April. Da sieht man nochmal die V80, die sind auch richtig laut. Weiß nicht, ob man das hört. Und haben schon echt extrem verschmutzte Rotorblätter. Die werden auch schon ihre 20 Jahre bald auf dem Buckel haben. Das ist übrigens der Windpark Südtorf. Habe ich gerade nachgeschaut. Mit 3 Vestas V80. 2 Megawatt. Ja, ich werde mal versuchen, mit der Drohne zu fliegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich schwierig wird wie gestern in Albringhausen. Aber ich probiere es einfach mal. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe der fertig errichteten Anlage. Hat sich leider ziemlich zugezogen und ja, hat jetzt leider angefangen zu regnen. Aber hinten dran ist schon wieder blau, also hoffe ich einfach mal drauf, dass es vorbeizieht. Das sieht schon richtig krass aus. Mit dem 120 Meter Turm. Nochmal viel gigantischer der Rotor als jetzt gestern bei den E160 EP5E3 in Albringhausen. Da geht die Rotorspitze halt echt runter bis zur roten Markierung, 40 Meter. Ja, ich habe nochmal durchgezählt, es sind 9 Segmente. 9 MST-Segmente. Boah, sieht schon echt Hammer aus, das Teil. Dann 3 Stück von der Sorte hier. Richtig nice. Ja, wird jetzt auch schwierig mit den Herbststürmen die Anlagen dann aufzubauen. Haben sie Glück gehabt und die Anlage hier wahrscheinlich dann Anfang dieser Woche fertiggestellt oder Ende letzter Woche, als noch nicht so stürmisch war. Ja, da liegt noch ein anderes Rotorblatt. Ich nehme an, dass das noch eins der falschen Blätter ist. Das muss dann noch abgeholt werden. Ja, und sie sind eben gerade dabei, den anderen Kran zu zerlegen. Da sind 2. Es kann sein, dass das der hintere Ausleger des Großkrans ist, der blaue. Und der rote Kran zerlegt ihn dann gerade. Ja, ich werde mal gucken, ob ich noch ein bisschen näher dran komme. Ist nämlich auch einiges los hier, viele Fahrzeuge von Enercon. Und überall Schilder, dass man die Baustelle nicht betreten soll. Aber ich will ja nichts Böses, ich will ja nur ein paar Fotos machen. Guck mal, ob ich noch ein bisschen näher rankomme.
Ja, das Wetter ist echt wie im April heute. Gerade eben hat es runtergemacht wie noch was. Da musste ich mich erstmal in den nahegelegenen Hochsitz flüchten und jetzt ist schon wieder blauer Himmel und Sonnenschein. Echt verrückt. Ja, jetzt stehe ich noch mal ein bisschen näher bei der E160 und das ist so krass. Das sieht so geil aus. Riesig dieses Teil. Echt Hammer, ey. Sieht so geil aus, wenn die Rotorblätter so tief runterkommen. Wahnsinn, ey. Da wirkt der Rotor noch mal viel, viel fetter. Ja, die wurde jetzt erstmal schön geduscht, die Anlage. Hat echt so einen Wolkenbruch. Ja, im Prinzip ist es eigentlich der gleiche Rotor wie bei der E3. Anderer Generator. Oder ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass der gleiche Generator ist. Nur die E-Gondel ist halt anders, aber von den Dimensionen her sind die Anlagen eigentlich identisch. Sieht auch richtig cool aus, jetzt mal mit grünem Turm und rotem Ring. Also eigentlich fast wie die Anlagen in Kramme, Großflöte, wo ich schon mal war, in der Nähe von Hannover. In Virchingermeer, die war allerdings ganz weiß. Das hier finde ich schon cooler mit den roten Blattspitzen und dem grünen Turm. Gefällt mir richtig gut. Hammer, dieses Teil. Ich weiß noch, als ich in Virchingermeer drunter stand, wenn die mal auf Volllast läuft, das sieht echt Hammer aus. Richtig nice. Ja, ich gucke jetzt mal, ob ich noch irgendwie von der anderen Seite drankomme. Ich würde gerne mal die Gondel noch sehen. Ja, und Wind hat scheinbar etwas nachgelassen. Also geht es jetzt nochmal mit der Drohne hoch. So, jetzt stehe ich nochmal auf der anderen Seite. Das ist einfach so Wahnsinn, ey. Dieses Teil ist so gigantisch. Das ist echt krass. Richtig fett. Hammer, ey. Boah, geil. Ich liebe solche Riesenanlagen auf so kleinem Turm. Richtig geil. Ja, was witzig ist, der Projektentwickler und Betreiber sind die Elektrizitätswerke Schönau aus Schönau im Schwarzwald, die auch den Windpark Rohrenkopf, den höchstgelegenen Windpark Deutschlands, projektiert haben. Gibt es auch ein Video von mir. Da steht's. Witzig, dass die hier einen Windpark haben. Ja, und dann die Betriebsführung übernimmt die Airwin GmbH aus Lüneburg. Die haben wohl eine Kooperation. Ja, ich muss schon sagen, also die E-Gondel finde ich zwar cool, aber hier die Gondel der E160 EP5 E2 gefällt mir schon ein bisschen besser. Also ich mag halt einfach dieses kompakte Maschinenhaus, wie bei der EP3 auch. Ja, es haben halt alle Hersteller so einen Kasten, so einen Container. Da finde ich das hier irgendwie cooler. Naja, also ich glaube schon, dass in der Zukunft dann eher die E3-Variante mit der E-Gondel gebaut wird. Aber es gibt noch ein paar Altplanungen, die auf jeden Fall noch umgesetzt werden, denke ich. Ich habe nochmal nachgezählt, es sind 10 MST-Sektionen. Hatte ich mich vorhin verzählt. Ja, hier sind sie dabei, den Kran gerade auseinanderzubauen. Das hier, hatte ich recht, ist der hintere Ausleger. Und ja, da sind die ganzen Einzelteile. Ja, da wird er abgebaut und wird dann wahrscheinlich zu der Anlage transportiert, wo jetzt die MST-Segmente auch schon fertig zusammengesetzt sind. Einfach nur gigantisch, das Teil.
Ja, hinten dran sieht man dann nochmal schön die Vestas-Anlagen. Die 3 Stück. Und ich weiß gar nicht, wie der Windpark da hinten jetzt heißt mit den G-Anlagen. Ich hatte das mal aufgeschrieben, aber kann es jetzt nicht mehr genau sagen. 2 5er und was steht da noch? Ich glaube, das sind NEC Mikon oder Vestas V82. Bin ich vorhin mit dem Zug vorbeigefahren. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dieser Anlage. Ach, jetzt toll mit der Sonne. Wunderschön. Ja, zum Abschluss hier jetzt nochmal ein toller Blick aus der Ferne. Das sieht schon echt gigantisch aus, wie sie hier so aus dem Wald hervorschaut. Die E160. Richtig nice. Bestimmt auch richtig cool aus, wenn die anderen 3 dann nebendran stehen. Ja, hier links dann nochmal die V80. Das schlechte Wetter ist jetzt in diese Richtung gezogen, da wo es so schwarz ist. Und ich fahre zum Glück der Sonne entgegen. Ja, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen, beziehungsweise in die andere Richtung. Da will ich noch einen Windpark besuchen. Zug habe ich leider verpasst und der fährt hier nur alle 3 Stunden. Deshalb muss ich jetzt doch alles zurückradeln. Naja, aber Wetter passt ja jetzt. Regen scheint vorbei zu sein für heute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe auch noch ein paar ganz coole Drohnenaufnahmen gemacht, trotz des Sturms. Ja, wie gesagt, ich werde noch ein paar andere Parks besuchen hier im Norden die nächsten Tage. Dürft ihr gespannt sein. Vielleicht sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Halt die Ohren steif und bis bald.